Eyes in a city of cars, Dixie rolls, the times are good. Factory halls, Thuringian pride, Wartburg rides all along. Engines roar in the city, history lives no doubt. So, liebe Freunde, wir sind hier in der automobilen Welt Eisenach und schauen uns die Ausstellung an. Da gab es eine Zeit, da haben 14 PS noch ausgereicht. War schon der klassische Vierzylinder. Da hat sich an der Technik in den letzten 140 Jahren nicht so viel geändert. Wartburg rolls on new roads, in the flow of time quite fine. Steel and power, land awakes, eyes and that your heart stays bright. From the first step to today, innovation stays. Under old oak strong, history shines clear and long. So, ihr könnt euch auch die Technik anschauen mit Kurbel. Den Viertaktmotor muss ich euch ja nicht weiter erklären, oder? Motorgetriebe vorn, Antrieb mit Differential hinten. So, interessant. Tankanzeige hinten. Da musste der Fahrer aber alle paar Kilometer aussteigen und nachgucken, ob noch genügend Sprit da ist. Was für ein mächtiger Boxermotor. Robust, zuverlässig und fast unverwüstlich.
Was für ein schickes Blau. Wenig Kilometer gelaufen. So, dann sind wir aber auch mit der Vorkriegszeit fast durch. Die Kriegszeit wird geflissentlich ausgelassen. Und dann gehen wir auch schon rüber in die Zeit nach 1945 mit dem Neuanfang. So, kurz nach dem Krieg wurden auch immer noch BMW-Modelle hergestellt. Aber nicht allzu lange. Dann wurden die BMW-Modelle einfach umbenannt in EMP, also Eisenacher Motorenwerk. Teil mit der Rennsporttechnik. Schicker Fächerkrümmer, 6 Zylinder. Er hat aber 2 oben liegende Nockenwellen. Interessant, interessant. Allerdings, wer in so einer Kiste ein Rennen gefahren ist, der musste schon mutig sein. Sehr viele Sicherheitsfeatures gibt's gar nicht. Man saß praktisch auf dem Tank. Das war wohl ein ziemlich explosives Geschäft. So, das ist hier so ziemlich der letzte vor meiner Zeit, sag ich mal. 327 aus dem Baujahr 55. Aber dann hier kommt der F9. Der ist zwar ungefähr das gleiche Baujahr, wo er rausgekommen ist. Aber in meiner Jugend, okay, ich gebe zu, ich bin schon ziemlich alt. Also in den 70ern und auch in den 80ern sind davon noch einige Fahrzeuge unterwegs gewesen in der DDR. Und hier ganz klar Wartburg 311. Ja, sowieso. Hier drüben der 313 Sportwagen. Den hat man allerdings ganz, ganz selten gesehen. Ich glaube, der war auch eher so ein Exportschlager. Und der wurde dann eher wohl im Westen verkauft. Dann gab es noch das Cabrio. Aber das steht hier gar nicht, der 312er. Das sind alles noch 311er. Schade. Vielleicht steht ja oben noch irgendwo in den anderen Räumen ein 312er. Und kleine Geschichte dazu, als ich mir mein allererstes Auto gekauft habe mit 18, da stand zur Auswahl ein 311er oder ein Trabant 600. Das ist dann der 600er geworden. Aber wenn ich mir jetzt hier so die Form von dem 311er angucke, ja, das wäre auch keine schlechte Entscheidung gewesen. Ja, hier geht es dann weiter in der Geschichte. Der klassische 311er. Der 353er.
und der 353S. Aber ich glaube, die Ausstattung war nicht so viel anders zwischen dem normalen 353 und dem 353S. Das war einfach ein bisschen Facelift. Ja, die Technik unter der Haube ist eigentlich immer die gleiche geblieben. Bis zum Wartburg 1.3 dann eigentlich. Ich sehe gerade, der 1.3er steht drüben auf der anderen Seite. Dann gehen wir mal gleich rüber, weil ich schon davon erzählt habe. Das war dann so der letzte Versuch, kurz vor der Wende, mit einem Polo-Motor 1.3 den Wagen in die Neuzeit zu hieven. Aber es kam dann zu spät. Dann kam ja, ihr wisst ja, 1989 kam die Wende. Und alle Leute wollten dann nur noch Autos kaufen aus dem Westen, warum auch immer. Und das war dann halt das letzte Modell. Ja, und hier ganz typisch die Szene aus dem Osten. Jeder hatte eine Garage und jeder hat an seinem Auto, weil es wahrscheinlich uralt war. Mein Auto war älter als ich. Mein erstes Auto war Baujahr 62 und ich bin ja Baujahr 66. Ja, also man lag sehr oft unter dem Auto und hatte irgendwas zu reparieren, falls man die passenden Ersatzteile gekriegt hat. Interessante Zeit, aber man möchte sie auch nicht wieder haben. Es begann mit Fahrrädern, das ist komischerweise bei sehr vielen Betrieben so gewesen. Ich komme ja aus Mühlhausen eigentlich, es ist hier 30 Kilometer weg. Und wir hatten auch das Möwewerk und auch da begann es mit Fahrrädern. Und wir haben dann später nur noch Zubehörteile für die Autoindustrie hergestellt. LKW-Sitze, Bremsschläuche und ähnliches. Ist das eine Klingel gewesen oder was? Wie bitte? Das ist eine Klingel? Mhm. Cool. So, hier noch ein Schnittmodell von einem Dixie-Motor, 15 PS. Aber interessanter ist noch eine ganz alte Technik. Ja, gab es praktisch noch die stehenden Ventile sozusagen. Heute werden ja nur noch hängende Ventile gebaut. Sehr interessant. Können wir mal kurbeln und gucken uns die Technik an. Und hier ist das passende Auto dazu. Da muss der passende Motor drin sein. Da kam man noch mit sehr, sehr wenig Instrumenten zurecht. Das ist heute anders. Ich finde, das ist sehr interessant gestaltet, das Museum, weil nicht nur die Autos ausgestellt werden, sondern eigentlich auch die Geschichte des Automobilbaus. Das ist hier noch so aus einer Zeit, als die Karosserien des Autos noch zu einem großen Teil aus Holz bestanden. Und da brauchte man natürlich auch Kaltleim. Okay. Hat auch funktioniert. Und wenn wir uns hier mal 180 Grad drehen, sieht man das auch sehr gut. Ja, der ganze Rahmen aus Holz. Obwohl hier ist die Beplankung schon aus Blech. Ja, es gab auch einige Autos, da war die Beplankung auch aus Holz. Ja, hier waren wir ja schon mal kurz bei dem letzten Wartburg, der in Eisenach hergestellt worden ist. Aber die Tradition des Automobilbaus war ja in Eisenach damit nicht zu Ende. Das Automobilwerk Eisenach war begraben. Aber seitdem werden ja noch für Opel Modelle hergestellt. Ja, seit den frühen 90ern. Vectra, Astra. Alles so die Autos, die mich auch noch in meinen jüngeren Jahren begleitet haben. So, Sonderausstellung Kinderträume, Motorsport, Jugendträume. Okay, da bin ich natürlich genau richtig.
eine Java. Das war so ziemlich die schnellste Maschine, die man kaufen konnte im Osten. Hier, eine alte ES. Aber das ist noch nicht die erste Version, sondern das ist schon die zweite Version. Hier gab es noch eine ganz alte ES. Und das ist natürlich mein Jugendtraum sowieso, die S51 Enduro. Obwohl, ja, ich muss natürlich sagen, ich hatte in meiner Jugend noch ein S50. Ja, das S50 hatte noch nicht diesen Bananentank, sondern hatte noch so einen runden Tank. Aber von der Technik her war das praktisch fast das gleiche, was später nur sozusagen bei den S51 Modellen verbessert worden ist. Die hatte ein Vierganggetriebe und die hatte eine elektronische Zündung. Ich musste noch laufen, unter meinem Moped liegen und musste den Unterbrecher einstellen und vielleicht einen neuen Unterbrecher einbauen. Denn der war so eine Schwachstelle, der ging laufend kaputt. So, hier in der Sonderausstellung finden wir ganz viele Fahrräder. Deshalb sind wir eigentlich nicht hergekommen wegen der Fahrräder. Aber gehört wohl zur Geschichte des Automobilwerks in Eisenach hier dazu. Das komisch anmutende Gefährt ist eine Maschine für Steherrennen. Ja, die sehen heute natürlich ganz anders aus und werden elektrisch betrieben. So, was ich euch noch sagen wollte hier, Fahrradfahren war auch mal eine Zeit lang sehr gefährlich. Da hatte jedes dieser Fahrräder hier so eine Karbidlappe, da kam von so ein kleiner Karbidstein rein, da wurde immer Wasser drauf geträufelt, dann entstand ein Gas und das wurde angezündet. Ihr seid also jederzeit damals mit einer explosiven Lampe unterwegs gewesen. Ui, jetzt kommen wir auch noch im Bereich Motorsport. Sehr schön. Jetzt hier wollen wir nicht mehr reinkommen. Da könnte man nicht mehr einsteigen, die Meinung. Kannst du mir was über dieses Auto sagen? Aus Anif. Ja? Das ist ein Melkus. Und zwar ist das der einzige Sportwagen, der im Osten gebaut worden ist. Der wurde auf Basis des 353er gebaut. Ja, und wurde gar nicht, weiß nicht wie oft der gebaut wurde. Ist aber mittlerweile ein Kultfahrzeug. Also wie gesagt, das ist der einzige in Kleinserie produzierte Sportwagen, den es je in der DDR gab. Kommen wir in meinen Bereich, Kinderspielzeuge. Die lustige Fahrschule. Gut. Also, ich kann mal sagen. Ferngelenktes Elektrospielzeugauto. Genau. Jetzt wollte ich nämlich gerade mal sagen, welches von diesen Spielzeugen ich besessen habe. Und zwar. Ja. Er hatte so eine Kabelfernsteuerung. Auch von der Volkspolizei? Aber von der Volkspolizei weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so mit dem Kabel gesteuert. Den habe ich gehabt und ich denke auch dieses Blechspielzeug, das habe ich glaube ich auch mal gehabt. Cool. Was mir wieder mal vor Augen führt, Wir sind alt. wir sind alt. Wenn ich im Museum Dinge finde, die ich täglich genutzt habe, dann bin ich alt. Aber ich gehe nochmal hier rüber. Die Java hat mir schon angetan. Weil das war auch so ein Jugendraum von jedem. Ja, weil das war wirklich die schnellste Serienmaschine, die du im Osten kaufen konntest. So, hier kommen wir noch in den Bereich Fahrschulwagen. VW Kraftverkehrskombinat Erfurt, Kraftverkehr Eisenach. Jetzt wollt ihr dazu wieder einen Schwank aus meiner Jugend wissen, wie ich meinen Führerschein gemacht habe. Da muss ich euch enttäuschen. Ich habe meinen Führerschein
nicht auf einem PKW gemacht, sondern ich durfte meinen Führerschein auf einem W50 mit Anhänger machen. Also ich habe gleich einen LKW-Führerschein gemacht. Deshalb kann ich euch da eigentlich gar keinen Schwank erzählen. Aber hier interessant. Ja, die Pedale gekennzeichnet, Kupplung, Bremse. Ja, ist aber alles noch ein bisschen anders von der Anordnung. Sehr interessant. So, jetzt kommen wir noch in eine ganz, ganz interessante Abteilung. Prototypenwagen. An der Zeit, wo wir noch am Reichsbrett malen musste, bin ich glücklicherweise knapp vorbeigeschrammt. Ja, während meines Studiums durfte ich noch die eine oder andere Handzeichnung machen. Aber als ich fertig war mit meinem Studium, da hatte sich die CAD-Arbeit schon durchgesetzt. Wartburg 610 M1. Okay. Also es war wahrscheinlich der Versuch, mal 1976 eine modernere Karosserie an den Start zu bringen. Aber wie so immer war wahrscheinlich im Start kein Geld für neue Anlagen vorhanden und dann musste auf den alten Anlagen einfach weiter produziert werden. Wartburg 353 Coupé. Sehr schön, aber da sieht man, dass er noch ganz nah am 353er verwandt ist. Da sieht man in der Karosserieform schon. Ja, die Front wurde ein bisschen modifiziert. Ja, das Heck war anders, aber die Türgriffe, die Räder, der Tankdeckel, da sieht man schon, dass hier eigentlich ein klassischer 353er drunter steckt. Ein Kübelwagen. Okay, ich kannte bisher nur die Kübelwagen als Trabi-Form und wahrscheinlich ist der Kübelwagen auch nicht in Serie gegangen, das wüsste ich. Aber sehr interessant, der könnte mir schon gefallen als Kübelwagen, da hätte ich Spaß. Also das ist hier ein Kübelwagen von einem 353er, sicher nur ein Prototyp, der ist nie in Serie gegangen, denn das wüsste ich. Ja, und das ist ein Auto, das könnte mir durchaus auch gefallen. Ja, da gibt's leider nur den Trabant als Kübelwagen. So, hier sieht man alles noch vorn, die Feldflasche von der NVA mit Thermoschutz. Hier Sturmgepäck. Ja, eins davon, da gab's Teil 1 und Teil 2. Einstrich, Kleinstrich. Ja, hier ist die klassische Med. Und was man hier auch sieht, wo mein Finger drauf zeigt, das ist die obligatorische Kartentasche für den Offizier. Ja, hier sind dann noch so zwei Prototypenfahrzeuge. Hier hat dann eine ziemlich lange Motorhaube, weil versucht wurde, den Motor längs vor der Vorderachse einzubauen. Den Sinn dahinter erschließt sich mir nicht, aber war wohl eher so ein Zeitgeschmack. Und hier wurde mal noch ein Wartburg 1.3 modifiziert von Irmscher. Ich weiß nicht, ob vielen Irmscher noch was sagt. Irmscher war sozusagen in den 80er und 90er Jahren der Haus- und Hof-Autopimper von Opel. Ich weiß nicht, ob das Wort Autopimper jetzt abwertend war, aber ihr wisst, was ich meine. Das war derjenige, der das Sportzubehör gebaut hat und vor allem die ganzen Frittentheken, die damals so en vogue waren. Also als ich jung war,
galt der Begriff Irm schon noch sehr viel, ja, bei den Leuten, die ihr Auto getunt haben. Ja, interessant. Hier wurde auch mal ein Viertaktmotor für den Wartburg gearbeitet. Kam leider auch nicht in Serie. Hast du noch so ein Zeichen gelernt? Nein, also doch. Also im Studium mussten wir noch so zeichnen. Aber ich hatte es eben schon mal erklärt im Video. Es ist glücklicherweise so gewesen, dass als ich angefangen habe, in meinem Job zu arbeiten, hat sich gerade CAD durchgesetzt. Und ich durfte mein Leben lang eigentlich schon mit CAD arbeiten. Wobei man jetzt auch schon fast weiß, wo ich meinen Lebtag zugebracht habe als jobmäßig. Also, dann wisst ihr jetzt also noch mehr über mich. Aber ihr konntet es euch ja bestimmt schon ahnen, nach dem, was ich hier so von mir gegeben habe, so eine oder andere Bemerkung dazu, dass ich dazu doch eine nähere Verbindung habe. Sowas hat man natürlich aber immer noch lange Zeit, ja, dass wir handschriftliche Zeichnungen in solchen Schränken hatten. Und wenn man die gebraucht hat, wurden die geblaupaust, dann verteilt. Das ist glücklicherweise alles vorbei. Hier wird auch noch mal gefremdelt. Hier gibt es auch noch einen IWL, einen Berliner Roller aus Ludwigsfelde. Auch ein Kultobjekt mittlerweile. Der gehört hier eigentlich nicht her, aber so schön wie der ist, kann man den immer vorzeigen. So Leute, das, was ich in meiner Jugend nicht hatte, auf eine PKW-Fahrschule machen, kann ich jetzt nachholen. Ich weiß nicht, ob das noch hilft, aber wir sind auch am Ende vom Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like dafür da, schreibt fleißig Kommentare. Wenn ihr mögt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, liebe Freunde. In Eisenach, da brummt die Welt. Die Dixie, was die uns gefällt. Ein Klassiker von damals schon. Im Schatten der Wartburg war sie groß.